Ja, willkommen hier zurück zu Tag 5 unserer TED-Reise und wir befinden uns jetzt hier auf einem französischen Campingplatz an der Mosel und starten jetzt ruhig in den Tag. Bedeutet also, wir trinken erstmal Kaffee und packen in Ruhe unsere Sachen zusammen. Der Plan ist jetzt zu dritt weiterzufahren und immer noch die Sektion 13 gemeinsam zu fahren bis zum Kreuzungspunkt auf die Sektion Nummer 22. Das ist allerdings noch ein ganzes Stück zu fahren und dann plant der Marvin weiter Richtung Süden den 13er zu folgen und ich werde weiter Richtung Westen fahren. Der Robert muss leider heute Abend schon wieder, oder besser gesagt morgen früh schon wieder Richtung Heimat fahren, weil der nicht so lange frei hat. Das heißt, wir fahren nur noch heute gemeinsam. Ja, guten Morgen. Heute ist Tag 4. Wie man sieht, die Sonne kommt langsam raus hier an der Mosel. Und ich habe jetzt gerade meinen Campingadapter weggebracht. Ich hatte mal ein bisschen Strom gebucht für heute Nacht, damit ich mal die Akkus komplett laden kann. Das klappt zwar während der Fahrt auch ganz gut, aber ich habe ja relativ viele Akkus. Ja, die anderen beiden Jungs, die sind noch am Packen und ich würde mal sagen, so in 10 Minuten brechen wir auf. Ja, die Dominator springt etwas schlecht an. Der Robert will jetzt mal ein bisschen Sprit aus der Schwimmerkammer ablassen. So, auf geht's. Dominator läuft. Die läuft etwas fett, würde ich sagen. Ist noch ganz schön diesig überall hier an der Mosel. Hoffen wir, dass sich der Frühnebel hier langsam verzieht. Wir haben 9:13 Uhr. Noch relativ früh. Krasse Nebelfelder hier noch an der Mosel und ziemlich kalt. Der Tag fängt zunächst ziemlich diesig an und es ist noch relativ kalt und die Luftfeuchtigkeit noch relativ hoch. Jetzt scheint es so ein bisschen ins Landesinnere zu gehen. Aber im Verlauf des Tages wird es immer besser und irgendwann kommt die Sonne richtig schön raus. Ja, und so ein bisschen in die Berge, so wie es aussieht. Oh, okay. Immer noch überall feucht. Ach, es dauert, bis diese ganze Feuchtigkeit aus den Wäldern raus ist. Glaubt man gar nicht. Überall der Nebel auf den Feldern noch. So. Fahren wir mal hinten. Es wird wieder eng hier. Schlamm? Oh, geil. Okay. Wie man sieht, ist es in den Wäldern immer noch sehr, sehr nass und wir haben sehr viel Wasser und aufgeweichte Feldwege. Aber es handelt sich ja jetzt hier nicht mehr um Lehm, sondern um regulären Schlamm und das ist hier für unsere Reifen, vor allen Dingen für meine und für Roberts Reifen, kein größeres Problem. Oh, rutschige Wurzeln, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn die nass sind. Ach schön, hier wird's steinig. Geil. Ja.
Zwischenzeitlich ändert sich der Untergrund so ein bisschen und wir haben zunehmend etwas mehr Steine und weniger matschige oder lehmige Wege. Ah. Boah, ist das schön hier. Diese Obstgärten, das kleine Ort hier, wunderbar. Cool. Mega. Herrlich. Wir kommen wirklich gut voran jetzt, wo die Wege wieder etwas besser werden und haben uns jetzt auch ganz gut aufeinander eingeschossen und ja, können zu dritt ein ganz ordentliches Tempo fahren. Ist ja wohl echt schön hier oben. Herrlich. Schön, wenn die Sonne ab und zu mal rauskommt. Aber diese Feuchtigkeit hängt extrem tief. Ist nicht weit bis nach Tull von hier aus. Wunderbar hier durch so Obstbaumplantagen. Schön, die Sonne kommt jetzt raus. Der Himmel wird blau. Sehr schön. Ja. Ich glaube, die bauen hier Wein an, so wie es aussieht. Ja. Schön ruhig. Nicht alles nass machen, sofern das möglich ist. Yay. Nachdem wir jetzt wirklich sehr, sehr zügig hier vorankommen, verliert der Marvin leider mal wieder seine Taschen. Oh, geile Strecke hier, aber der Marvin hat schon wieder seine Tasche verloren. Ja, Marvin, erzähl mal, wie zufrieden bist du mit den neuen XL Moto Taschen? Hör auf, ey. Schnauze gestrichen voll, hör mal. Dokumentier das mal gut, da kriegen die direkt zugesendet, ey. Genau. Das wird jetzt hier gepusht. Ich mache das jetzt hier irgendwie mit dem Zuggurt. Die anderen Gurt habe ich schon weggeschmissen. Jetzt wird hier einfach nur gepusht, Hauptsache hält nachher. Ja. Aber da hoffen wir auf jeden Fall einiges mehr. Perfekte Bedingungen.
Ab geht's in den Schlamm, Freunde der Nacht. So, weiter geht's. Oh, da. Schön hier in dem Wald. Richtig geil. Ja. Mittlerweile freuen wir uns richtig auf schlammige Passagen, die vor allen Dingen hier in den Wäldern echt Spaß machen, weil die technisch schon etwas anspruchsvoller sind. Single Trail. Geil. Wow. Haha, geil. Cool. Wow.
Herrlich. Schließlich wird es mal wieder Zeit, unsere Vorräte aufzufüllen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die kommende Nacht. Und ja, wir gehen erstmal tanken in den Supermarkt, um Sachen einzukaufen, und wir gönnen uns diesmal auch etwas zu essen in einem französischen Restaurant und haben dann endlich auch mal was Vernünftiges im Magen. So, satt gegessen. Der war ganz geil. Kann es weitergehen. Ach ja, auf geht's nach der Mittagspause weiter Richtung Süden. Ja, auch der Marvin wird hier immer mutiger und legt ein ganz schönes Tempo vor und ballert ganz schön, muss man sagen. Die Straßen hier ermöglichen wirklich auch diesmal ein etwas höheres Tempo und wir können uns so ein bisschen auf unsere Fahrtechnik konzentrieren und auch mal die eine oder andere Sache ausprobieren. Das macht auf jeden Fall mal Sinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reise hat auch dazu geführt, dass ich meine Fähigkeiten noch mal etwas weiter ausbauen konnte. Und es ist einfach eine Frage der Übung, ne? Also je öfter ihr da draußen rumfahrt und je schwieriger die Situationen sind, umso besser lernt ihr das Enduro-Fahren, ganz klar. Oh, das ist ja scheiße hier. Spurrillen. Uh. Wuhu! Geil. Wow. Wow, was für ein Speed. Vierter Gang. Oh. Boah, Alter. Da hat aber einer abgelassen. Boah. High Speed. Boah. Ordentlich Power.
Geil. Mega. Da. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie cool hier Frankreich ist. Man fühlt sich richtig frei. Felder, Wiesen, auch sogar hier die Asphaltstraßen sind mega schön. Maisfelder, Sonnenblumenfelder. Luft einatmen, wunderbar, herrlich. Ah, richtig schön entspannt. Das ist echt ein Traum hier, die Landschaft. Herrlich, diese abgemähten Felder. Herrlich. Wunderbar. Ey, mega geil. Herrlich. Geil. Harte Steine. So, wir sind jetzt vom TED abgefahren und suchen uns jetzt nochmal einen Aldi, um da ja nochmal einzukaufen, um unsere Vorräte aufzufüllen für die Nacht. Ja. So, auf geht's. Wir haben jetzt um 15:37 Uhr. Wir waren jetzt gerade bei Aldi, haben uns noch ein bisschen was zu trinken gekauft, ein paar Kleinigkeiten zu essen für so heute Abend. Wir wollen ja heute wieder wild campen und wahrscheinlich fahren wir jetzt noch so 1,5 Stunden ungefähr und mal schauen, wie weit wir noch kommen, damit wir dann auch gleich einen schönen Platz finden. Ja. Magen sind voll. Auf geht's. Da gibt der Marvin ordentlich Gas. Braucht er gar nicht. Ah, geht's in etwas anspruchsvolleres Geröll. Sehr schön.
Oh, viel Gas, viel Gas. Gut. Oh ja. Wuhu. Okay, rechts oder links? Egal. Oh, Spur egal, Gas. Ah, sehr schön. Herrliche Strecke. So, kleine Pause. Jetzt haben wir aber auch schon fast um 5. Wir fahren mal jetzt noch ein paar Kilometer. Und dann werden wir schauen. Ah, geil, hier ein Geröllfeld. Und dann werden wir uns nach dem Schlafplatz umgucken. Yeah! Wuhu! Perfektes Himalayan-Gelände. Mega. Ah. Upsa. Schlamm. Na, alle überlebt. Wow. Der war wohl tief. Alter Schwede. Das war nicht ohne. Sind das hier mega geile Feldwege. Mega cool. Ja, schön. Okay. Boah. So, jetzt geht's in die Botanik. Aufmarsch, einen schönen Platz finden. Einen schönen abgelegenen. Da. Ach ja, ist das schön. Erinnert mich an Sauerland. Ja, es geht hier immer weiter Richtung Unterholz und es wird sehr sumpfig und schlammig auf dem Weg zu einem vermuteten Lagerplatz. Warte mal kurz. Und ich muss jetzt hier die Lage erstmal etwas sondieren, um mir anzugucken, was da unten los ist, weil das alles sieht so ein bisschen schwierig zu fahren aus. Ein bisschen feucht hier, aber sonst... Ich entschließe mich dann jetzt hier erstmal vorzulaufen und zu Fuß den Weg zu erkunden. Und tatsächlich ist es eine sehr schwierige Auffahrt. So Leute, jetzt gibt es nochmal die Sonderprüfung des Abends. Wird auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit werden. Okay. Hunde wollt ihr ewig leben, sage ich dazu nur. Geil, geil. Himalayan Power. Und Mitas Power. Das ging aber gut, du. Schön mit Gefühl. So, jetzt der Robert. Ja, sieht gut aus. Schön entspannt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Schön locker. Ja, gut. Nur wenig Gas. Das ist super. Das ist schon fast oben. Ja.
Junge. Gut. Ey, du machst die ganze Zeltfläche kaputt. Aber gleich brauche ich keinen Ständer mehr. Der steht hier von alleine. Jetzt Marvin mit der Dominator. Schauen wir mal. Ja. Ja. Ganz langsam Gas geben. Ja, ich muss mal zurück hier mit dieser Stange. Ja. So. Versuch räum mal ganz zurück und nimm die rechte Linie, weil die andere ist jetzt, hast du weggewühlt. Ja, ich bin da fest. Ja, warte. Okay. Ja. Ja. Gut. Nicht zu viel Gas. Ja, gut. Sturzfrei. Leck mir Hocker. Ja. Wer hätte das gedacht? Sehr gut. Hey, sauber. Einsteigen. Ja. Kannst du einen drauf lassen, ey. Sehr schön. So, wir haben jetzt hier unser eigenes Dschungelcamp aufgemacht. Der am weitesten remote liegende Lagerplatz hier im Dschungel. Die Himalayas haben wir hier schon mal relativ entspannt den Berg hochgekriegt. Jetzt mal schauen die Honda. Letzte Aktion des Tages. Ja, gut. Sehr gut. Ja. Jo. Ja. So, unser Lager bauen wir jetzt auf. Das ist echt mega remote. Wie man sieht. Rad ausbauen jetzt? Echt? Geht das? Ja, du hast ja die Schraube krumm gehabt. Ach ja, stimmt, Ich kann die deswegen. ganze Brücke runternehmen. Ja, stimmt, hast du recht. Du hast auch bessere Imbusschrauben dran. Machst du hier Fünfer. Dinge rein? Da geht ja nichts, oder? Ja, ein bisschen Boden durchstecken und gucken, was passiert. Das ist so weich. Die Bräuche müssen die doppelt so lang sein. Wir bauen jetzt in Ruhe hier unseren Lagerplatz auf, ich meine Hängematte und verzichte diesmal sogar meinen Tarp aufzubauen, weil ich darauf spekuliere, dass es nicht regnet. Allerdings sollte ich mich da gewaltig täuschen, aber wie das weitergeht, erfahrt ihr dann wohl bei der nächsten Folge. Oh, etwas niedrig, aber sonst. Ja, geil. Hat sich schon wieder abgebaut, oder? Okay, der Baumgurt war nicht fest. Das ist schon sehr niedrig, ne? Ja, stimmt. Ah, bitte. So sieht die Sache aus. So, perfekt. Welches Viecher? Ja, ich mach sofort immer zu. Nachdem jetzt das Lager alles aufgebaut ist, gehe ich jetzt nochmal zum Fluss runter und wasche mich ein bisschen, weil wenn man den ganzen Tag draußen rumrödelt, muss man sich auch mal ein bisschen frisch machen. Und anschließend lassen wir dann den Abend am Lagerfeuer ausklingen. So, das raus.
bis die Feuchtigkeit aus den Wäldern raus ist, das dauert. Eine Weile. Bestimmt eine Woche oder 2 sogar. Ja, aber so lange wird es bestimmt nicht trocken sein, ne? Ja, vielleicht. Im August. Die Chance ist doch schon da. Habe ich in meinem Body. Voll ist die jetzt, denke ich mal. Ja, vor allem wenn es kalt ist, sind die auch haben die scheiß Leistung, wenn es kalt ist. Ja, so kalt witzig, dass das scheiß Leistung haben wird. Also es ist, glaube ich, eher um 0 Grad, dann werden sie problematischer. Robert hat das Feuer geringfügig größer gemacht. Ich? Ach nee, nicht Robert. Nein, Marvin. Ja, ich. Allein durch die Gedanken wird das Feuer größer gemacht. Das wär's. So, das ist jetzt hier unser kleiner Ofen, um Klamotten zu trocknen. Nein. Geringfügig. Nein. Kann nichts mehr schief gehen.